Herausragender Content beginnt mit einem herausragenden Briefing. In dieser Folge gehen wir gemeinsam ein grundlegendes Content Briefing durch. Ich erkläre dir im Detail, worauf du achten musst und warum. Die Vorlage gibt es dann als Download in der Beschreibung. Viel Spaß! Bevor wir jetzt ins Content Briefing eintauchen, noch ein paar zentrale Dokumente, die du dringend erstellen und mit deinen Content Creators teilen solltest. Unabhängig vom Briefing und unabhängig davon, ob sie intern oder extern agieren. Stil und Tonalität müssen vorgegeben werden, wenn wir ein einheitliches Markenbild zeigen wollen. Dann braucht es ein kompaktes Dokument über das Unternehmen, die Werte und Produkte und Leistungen. Was macht ein Konzern daraus? 170 Seiten, die nie jemand liest? Nein, destilliert auf wenige Seiten, weit unter 10, vielleicht 2, 3. Was müssen Content Creator über diese Marke, über dieses Unternehmen wissen? Dann, wenn du in unterschiedlichen Themenbereichen tätig bist, wird es solche Dokumentationen vielleicht für diese Themenbereiche, je nachdem, wo der Content Creator aktiv ist, geben müssen und vielleicht dazu passend auch umfangreichere Zielgruppendefinitionen. Zielgruppe sollte immer auf unterschiedlichen Ebenen definiert werden, nämlich allgemein und dann vielleicht nochmal was Spezifisches im Content Briefing selbst, aber das wirst du gleich sehen. Tauchen wir ein ins Content Briefing. Ganz viel wirst du schon kennen, wenn du mit solchen Dokumenten gearbeitet hast. Manche Sachen sind vielleicht ein wenig anders, wie du es aktuell machst und vielleicht sind ein paar Sachen neu, aber lass uns reintauchen. Wir machen das Ganze jetzt am Beispiel Grunderwerbssteuer. Wir haben ein Unternehmen, was in diesem Bereich tätig ist und wir brauchen einen Ratgeber zum Thema Grunderwerbssteuer, nämlich die Höhe und die Berechnung und so weiter und so weiter. Dann ist ganz wichtig, den Seitentyp oder das Content-Format vorzugeben. Ein Content Creator kann nicht einfach einen Text schreiben, sondern das wird ein gewisses Format haben. Da sind jetzt nicht alle Formate drin, das kommt nämlich auf dein Unternehmen an, welche Formate es auf deiner Webseite gibt. Aber wenn du jetzt ein klassisch B2B bist, dann wird es sowas geben wie Startseite, Ratgeber, Leistungsseite oder Produktseite und so weiter. Das sollte definiert werden und sollte auch definiert werden, was bedeutet das, wie schaut dieses Format aus, visuell und was ist das Ziel von diesem Format. Dann gibt es vielleicht Themenbereiche. In diesem Fall ist es jetzt ein größeres Unternehmen. Eines der Themenbereiche ist hier Hauskauf und wir sind mit diesem Artikel, für den wir dieses Briefing erstellen, geht es um den Themencluster Grundkauf. Ich glaube, jetzt logisch, Grundkauf, Subding ist Grunderwerbssteuer. Warum ist es wichtig, dass der Content Creator versteht, in welchem Themencluster er aktiv ist? Weil er oder sie sich dann anschauen kann, okay, welchen Content gibt es da schon, was ist bis jetzt schon geschrieben worden, was muss jetzt in diesen Artikel rein. Dann Website-Autor, auch wieder essentiell. Der meiste Content, sind wir ganz ehrlich, wird von Leuten im Hintergrund geschrieben und dann unter dem Namen eines Experten publiziert. Sind wir ganz ehrlich, it is as it is. Hier ist es auch wieder sehr wichtig, dass der Content Creator weiß, für wen er diese Inhalte schreibt, weil du kannst jetzt voll blumig und du hast da voll einen taffen Geschäftsführer, wird jetzt nicht so gut passen, wird nicht sehr authentisch rüberkommen. Das sind mal wirklich die absoluten Basics. Übrigens, dieses Briefing ist so aufgebaut, dass ich weiß ja, wie das in der Praxis ist. Wir arbeiten mit sehr vielen Unternehmen zusammen, mit sehr vielen großen Unternehmen. Ein Briefing wird immer so mager wie möglich ausgefüllt. Dementsprechend ist es so aufgebaut, das Wichtigste ist oben und dann wird es immer weniger wichtig, weil wir wissen aus Erfahrung, Leute wollen Zeit sparen beim Briefing, ist natürlich keine gute Idee, aber prinzipiell so wie das hier aufgebaut ist, mit grundlegendem Wissen sollte man dieses Briefing in zwischen 10 und 30 Minuten, je nachdem, erstellen und es ist auf jeden Fall diese Zeitinvestition wert. So, kommen wir zu den grundlegenden Informationen. Wenn wir jetzt nachfrageorientierten Content erstellen, Fokus-Keyword, sekundäre Keywords ist, glaube ich, selbsterklärend. Wichtig hier, nicht zu viele Keywords, weil es ist total irrelevant. Es bringt nichts, führt nur zu Verwirrung und führt eher zu einem schlechten Text als zu einem guten Text. Fokus, Fokus, Fokus. Dann wollen wir nochmal die Zielgruppe nachdefinieren. Wir werden ja Zielgruppendokumente haben oder Personas. Hier geht es jetzt nochmal zu diesem Beitrag
In diesem Fall, es geht um Erstkäufer, das heißt Leute, die zum ersten Mal eine Immobilie kaufen und sich über die anfallenden Kosten. Kann man das detailreicher machen? Ja, aber es geht ja nur um eine zusätzliche Definition für diesen spezifischen Artikel. Dann, was ist die Absicht dieser User? Also, was heißt Zielerreichung für die? Warum suchen die danach? Erstkäufer informieren sich eben aus diversen Gründen dazu, ist alles erklärt, aber nur, dass ihr versteht. Die Beispiele, glaube ich, sind super hilfreich. Dann, was ist aus Sicht des Menschen, der das Content Briefings erstellt, der Kerninhalt? Ist, glaube ich, klar, wenn man die Absicht verstanden hat. Und dann Kernfragen. Kernfragen ist ganz, ganz wichtig. Bei Kernfragen geht es jetzt nicht darum, das sind die Fragen, die du am Ende als FAQ dran klatscht, weil niemand scrollt darunter, nobody cares. Kernfragen geht darum, das sind die Sachen, die relativ zügig in Kapiteln dann beantwortet werden müssen. Das heißt, was wir idealerweise wollen, ist oben eine Kurzzusammenfassung mit den wichtigsten Antworten, dann zu jedem Kapitel startet das Kapitel mit einer Kurzantwort auf eine dieser Kernfragen. So. Das ist mal, jetzt haben wir, das ist Level 1, das ist Level 2, kommen wir zu Level 3, weiterführende Informationen. Wenn ich jetzt einen Text steuern will, und das empfehle jedem, der wirklich was Herausragendes will. Weil oft ist es so, du hast diesen strategischen Hintergrund, dementsprechend ist es schlau, wenn du den Text steuerst, in welche Richtung er geht. Wie kannst du einen Text gut steuern? Durch Textgliederung. Hier ist es natürlich wirklich schon im Detail geplant. Wenn du die Zeit dafür hast, mach es. Es ist unglaublich wertvoll. Du kriegst eher das, was du dir vorstellst. So, dann, und das ist wirklich, ich würde mal sagen, sehr neu, ist Ideen für Informationsgewinn. Das heißt, tendenziell, wenn du jetzt sowas nimmst wie Grunderwerbsteuer, okay, da wird es sehr viele Artikel dazu geben, jeder Makler, was auch immer, wird Texte dazu haben, die werden alle gleich sein, Informationsgehalt ist gleich, die Aktualität ist vielleicht unterschiedlich, aber was können wir machen, um uns von den anderen abzuheben, einen Wettbewerbsvorteil zu generieren und uns zu differenzieren. In dem Fall würde jetzt, das sind jetzt mal grundsätzliche Vorschläge, einfach 5 Minuten Brainstorming von mir selber, Rechner direkt im Ratgeber, dann wirklich verständliche Kurzantworten, die Skimmen so leicht machen, dass sie nach eigentlich einer Minute weiß sie alles, was sie wissen muss als Hauskäufer über die Grunderwerbsteuer und diese Kurzantworten auch schon vorbereitet für AI-Overviews und Featured-Snippets, dann vielleicht noch zusätzlich Zitate von Experten, ist wahrscheinlich den Aufwand nicht wert, weil hier geht es wirklich um Grundlageninformationen, bei einem anderen Thema wäre es vielleicht anders. Dann Daten und Statistiken, das ist für Hauskäufer immer unglaublich spannend, wie Zinsentwicklungen und so weiter da zusätzlich reinzubauen. Erklärende Grafiken, wie gesagt, Grunderwerbsteuer ist sicher wieder ein komplexeres Thema. Einfache Grafiken, die das ganz einfach erklären, wie das skaliert und so weiter, sind hier wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll. Und vielleicht machst du ein ganz kurzes Video, ein 5-Minuten-Video, wo du alles Wichtige über die Grunderwerbsteuer erklärst für die Menschen, und es sind viel mehr als du glaubst, die sich schwer tun mit dem Lesen. Und das heißt nicht, die können nicht lesen, weil die haben das in der Schule nicht richtig gelernt, sondern es gibt auch Leute, die aus anderen Gründen nicht so gut lesen können und für die ist es voll wichtig und du hast den Faktor, Video ist vertrauenswürdiger als Text. So. Dann wollen wir natürlich Quellen angeben, aber nicht, nach 3 Minuten Internetrecherche habe ich diese Quellen herausgefunden, sondern Quellen können natürlich URLs sein, sollten aber idealerweise in einem Unternehmen auch Ansprechpersonen sein, nämlich Experten für dieses Thema, die extreme Insights liefern können. Der beste Approach hier sind vorbereitete Experteninterviews. Das heißt, der Content Creator hat das schon vorbereitet und hat auch schon die Fragen vorbereitet, die Expertenwissen aus dem Experten rausziehen, macht dann 15 Minuten Experteninterview, zeichnet es auf, implementiert es in den Content. Content ist plötzlich nicht mehr, gratuliere Skyscraper-Content, du hast die anderen Artikel durchgelesen im Web, sondern ist plötzlich mit wirklich einzigartige Insights aus der Praxis. Und was du dann trotzdem noch machen kannst, um den Content Creator zu inspirieren, ist es aber als allerunwichtigste, ich weiß, bei Skyscraper Content ist das ganz oben, aber Skyscraper Content ist tot in einer KI-Welt.
konkurrierende Inhalte. Was rankt in die SERPs auf die ersten 3 Plätze, beziehungsweise mit der gleichen Intention, weil oft hast du ja Mixed SERP, du hast kommerzielle Ergebnisse, informative Ergebnisse und du willst ja das machen, was dazu passt. Dementsprechend solltest du diese konkurrierenden URLs angeben. Kann man jetzt in ein Briefing mehr packen? Ja, aber das sind schon 3 Seiten Briefing mit sehr vielen Informationen. Das heißt, kannst du ein Briefing umfangreicher, besser machen, kannst du nur mehr Insights liefern? Ja, das kannst du, mehr Details, mehr Aspekte, aber der Aufwand wird größer und ist der Aufwand dann es wert, dass das Ergebnis vielleicht 2% besser ist? Vermutlich nicht. Wenn dir jetzt Aspekte fehlen, freue ich mich extrem über Ideen in den Kommentaren, weil die würde ich dann auch ans Template dran packen. Und ansonsten sind wir auch schon wieder fast am Ende. Wie gesagt, dieses coole Briefing gibt es in der Beschreibung zum Herunterladen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.